Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch 5 Wege, wie ihr euren OnlyFans-Account promoten könnt, um mehr Reichweite zu bekommen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Anders als bei Instagram und Co. hat OnlyFans keinen Algorithmus, der weitere Accounts empfiehlt, weshalb es umso schwieriger ist, auf der Plattform schnell und organisch zu wachsen. Deshalb geben wir euch jetzt 5 Tipps, wie ihr es dennoch schafft, mehr Fans für euren Account zu bekommen. Als erstes solltet ihr Social Media nutzen. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um für neue Fans zu werben. Falls ihr schon einen größeren Account auf Twitter oder Instagram habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eure Follower euch auch auf euren OnlyFans-Accounts folgen möchten. Ihr könnt also auf anderen Plattformen für euren OnlyFans-Account Werbung machen und den Link in eure Beschreibung einfügen. So stellt ihr sicher, dass keiner eurer Follower euren Account verpasst. Eine weitere gute Möglichkeit ist, euren Twitter-Account mit eurem OnlyFans-Profil zu verbinden. Durch diese Funktion wird bei jedem Post auf OnlyFans automatisch auch auf Twitter ein Link gepostet, der den neuen Post promotet. Eure Twitter-Follower sehen dann eine Vorschau des Posts und den Link, der sie zu eurem Profil auf OnlyFans weiterführt. Durch die Verbindung zu Twitter bekommt ihr außerdem einen Haken hinter euren Namen, durch den ihr um einiges professioneller wirkt. Der zweite Tipp, um neue Fans zu finden, ist in Foren und anderen Diskussionsseiten wie zum Beispiel auf Reddit eure Seite zu bewerben. Oft ist man in Foren sogar noch erfolgreicher als auf Social Media, da man hier ganz speziell zu seiner Nische sprechen kann. In Foren stößt man auf Menschen, die ähnliche Interessen teilen. Diese Chance solltet ihr nutzen, um auf euch aufmerksam zu machen. Unser dritter Tipp sind Webseiten und Newsletter. Ihr könnt zum einen euren Profillink auf eurer Webseite einbetten und zum anderen in Newslettern auf euch aufmerksam machen. Viele Blogger haben E-Mail-Listen und versenden regelmäßig Newsletter. Newsletter empfangen nur Personen, die sich dafür eingetragen haben und dementsprechend auch wirklich an euch interessiert sind. Das sind also die Menschen, die am ehesten daran interessiert sind, mehr von euch zu sehen. Lasst es euch deshalb nicht entgehen, auch in eurem Newsletter auf euer OnlyFans-Profil zu verweisen. Collaborations ist unser Tipp Nummer 4. Verbindet euch mit anderen Creatoren auf OnlyFans und erstellt zusammen Content oder macht zusammen einen Co-Stream. Wenn ihr eine ähnliche Nische teilt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fans des anderen Creators euch auch folgen werden, denn ihr erscheint durch eine solche Zusammenarbeit vertrauenswürdig. Unser letzter Tipp sind Promotional Discounts. Bietet neuen Fans einen Discount an, wenn sie euch folgen. Wenn ihr Angebote und Rabatte auf eure Abo-Möglichkeiten gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass User auch zu neuen Fans werden. Angebote sind außerdem eine gute Art, potenzielle Käufer, die vielleicht noch überlegen, euch zu abonnieren, zu überzeugen. Das waren auch schon unsere 5 Tipps. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Tipps mehr von uns zu verpassen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.